Moin! Hallo, da sind wir wieder. Heute ist Sonntag, der Tag nach unserem großen Basteltag. Ja, das hat richtig Bock gemacht, aber wir sind jetzt auch ganz gut durch, glaube ich. Bis wann haben wir ungefähr gebastelt? Ich glaube, so um 1 habe ich noch gelötet. Ja, du hast echt noch lange gemacht, genau. Wir haben dann auch noch ein bisschen den Abend ausklingen lassen. Ja, Michi ist gestern Abend schon wieder gefahren dann. Und ja, wir haben ja alle gepennt und machen uns heute so langsam wieder auf den Weg. Jetzt haben wir für euch den Tag vorbereitet, was gestern so los war. Gibt ordentlich Zeug, gibt richtig schön was zum Gucken mit Gebastel und einem Pipapo. Und da wünschen wir euch viel Spaß bei. Auf den Panzer gelegt. Moin! Ich mache jetzt mal eine kleine Tour mit euch, wer hier wo wie ist, was wir so machen und wer an welcher Stelle was macht und so weiter und so fort. Also, wir haben hier unten, also draußen testen wir die ganzen Sachen, unsere Nebelmaschine und ja, später auch die Bodennebelmaschine, ob das alles funktioniert und so, damit wir uns die Rauchmelder nicht anspringen und so. Und dann geht's hier einmal rein. Dann haben wir hier die Werkstatt. Und mein Vater die Platten vorbohrt, dass wir die Kiste später zusammenbauen können. Also hier werden wir noch heute einige Zeit sein, alle Mann. Dann und hier sitzt der Jules. Was nicht mit drauf, Achtung! Pass ich? Ja. Yay. Genau, der lötet hier heute rum an unseren Ringen und genau, an diesen Ringen Optimierung, oder kann man im weitesten Sinne sagen, Ja. einfach, ne? Optimierung und ein extra Ersatzteil für, wenn auf die Bühne mal was schief geht, wie das so passiert. Genau. Dann haben wir hier unseren Schnittplatz. Da habe ich gestern gesessen und habe das erste Video zusammengeschraubt. Heute sitzt da Per. Der ist gerade noch irgendwie verschollen. Genau. Nickel ist auch gerade verschollen. Ja. Das war's einmal kurz mit unseren Rollen, die wir hier so haben. Ja, hier ist noch der Eingangsbereich, wo wir unseren ganzen Krempel geparkt haben, den wir so gerade nicht so brauchen. Und so geht das dann hier so seinen Gang, ne?
Werkstatt erbeutet. Ja. Unser Bohrer ist so klein. Wir haben hier gerade eine Testbohrung gemacht. Da haben wir uns so ein paar Millimeter verrechnet. Oder ja, wir wollten es halt spacks haben, aber ist zu spacks. Das heißt, wir fahren jetzt nochmal schnell los und kaufen noch fix einen neuen Bohrer. Das ist wieder da. Jetzt wird, glaube ich, schnell ein bisschen was gemampft. Und dann probieren wir es nochmal. No, it's not supposed to spit fire. We have a smoke machine, which is also saving for beer cooler. Ja, das ist der Jules. Der Jules arbeitet an unseren LED-Ringen und ja, da hier, ich muss draufkriegen. Da unten. Und gelöt. Ja. Einiges gelötet. Genau. Und ja genau, was treibst du denn so hier? Okay. Ich habe heute mal einen extra Ring gelötet, weil wir haben leider über die letzten paar Shows mehrere Ringe gehabt, die Fehler entwickelt haben. Wahrscheinlich, weil ich sie etwas zu heiß gelötet habe. Beziehungsweise mit Brenner hätte man vielleicht nicht direkt die Dinge behandeln sollen. Wodurch ein paar LEDs Farbprobleme haben. Zum Beispiel der grüne Unter-LED ist kaputt und dann macht es kein schönes Blau mehr. Oder der blaue LED ist kaputt, dann macht es nur noch grün. Mhm. Sieht halt scheiße aus, deswegen brauchen wir Ersatz. Und die habe ich dann heute zusammengelötet. Frische LEDs, frische Platine, frische Kanalwechsel, frische selbstgelötete USB-Kabel aus Speaker-Kabel und damit können wir wieder Spaß machen. Oh. Bam. Okay. Das ist schon zur Hälfte die Kamera. Also, das ist das eine Projekt, wo ich heute dran gearbeitet habe. Das andere ist eher das mehr Geheimprojekt, das noch eindeutig ins Breadboard-Stadium verkehrt. Flachbandkabel, 4 noch nicht verkabelte Teile, wo mehr LEDs drankommen, weil LEDs hat man nie genug. Ein kleiner Espruino, also Mikrocontroller mit Wi-Fi und günstige Teile, um zu sorgen, dass es alles nicht explodiert und Signal weitergeleitet wird, ohne die LEDs explodieren zu lassen. Ja, was es genau werden soll, verrate ich euch noch nicht, aber wird vielleicht irgendwann im Laufe nächsten Jahr auf die Bühne zu sehen sein. Gebastelt vom IT-Holländer unseres Vertrauens. Ja, danke schön schon mal. Gerne Und weitermachen.
So, ja, das ist jetzt unser Setup. Was jetzt unser letztes Ergebnis ist. Gleich werden wir nochmal ausprobieren, ob das funktioniert. Ich bin gespannt. Funktioniert! Wir haben es geschafft. Wir haben unsere Bodennebelkiste fertig gebaut. Hat richtig Bock gemacht, oder was meint ihr? Erzählt ihr es mir, ich war die ganze Zeit mit Schneiden beschäftigt. Ja. Und Genau. Löten. Ja, genau. Die ihr im Video dann schon gesehen habt heute. Jules hat ja an unseren Ringen weitergearbeitet. Was hast du da so gemacht? Ich habe nochmal ein extra Ersatzring zusammengelötet, weil auf die Bühne geht mal etwas schief. Weiß man leider. Bei uns nie. Bei euch nie, aber bei den Belichtungstechniker. Oh. Sorry, Martin. Sorry. Ja, wahrscheinlich sind wir schuld, weil wir die Dinger so durch die Gegend. Ihr rockt einfach so hart ab da auf die Bühne, dass die Dinge mal einen Schaden bekommen und dann braucht man einfach ein extra Ersatzteil. Und ja, jetzt haben wir 5. Einen großen Dank an Martin. Weil Werkstatt. Werkstatt und Vision, wie man denn die Kiste zusammenbaut und ein Pipapo, Know-how, Tools, hat der Mann. Also vielen Dank. Alles. Per hat viel Videos geschnitten und den ganzen Social Media Kram über die 3 Tage gemacht. Das Schöne an der Kiste ist, man kann damit nicht nur Bodennebel produzieren, sondern man kann da drin auch sein Bier kühlen. Ich muss die Kamera halten. So, cheers! Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zugucken. Wir hatten auf jeden Fall Spaß beim Basteln. Wenn ihr nächstes Jahr mitmachen wollt, dann bewerbt euch gerne mit einer Idee unter contact@cyberg-band.com. Soweit würde ich sagen, bleibt verchromt. Wenn ihr Bock habt oder wenn ihr es geil fandet, lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal. Und ja, wir sehen uns mit einem anderen Video nächste Woche wieder. Macht's gut! Ach so, da wäre noch was. Hier. Da werdet ihr unsere schöne Konstruktion sehen an den Konzerten. Wenn es euch interessiert, guckt schon mal vorbei bei storiesofchrome.com. Vorverkauf startet bald. Kommt vorbei.